Die 33 Reden von Saint-Germain von Godfrey King. Anrufung. Du unendliche Gegenwart, die du deine Vollkommenheit überall zum Ausdruck bringst. Wir heißen dich willkommen und preisen deine vollkommene Offenbarung in unserem Leben, in unseren Heimen und Welten, damit dein strahlendes Licht für immer alles verzehre, was nicht mir gleich ist. Dass deine Liebe ihn immer umfange und dem Licht ihn immer erleuchte, und dass du uns jetzt und immerdar fest in deinen herrlichen Strahlen haltest. Ich bringe euch Grüße von der großen Schar, ihre Freude und Liebe für diese Zusammenarbeit, für alles, was nur segnen, erleuchten und erwecken kann. Die Rede 21. O könnten die Schüler und alle Menschen, die von der Ich-Bin-Gegenwart wissen, nur erfassen, dass es kein höheres Bewusstsein, keine größere Tätigkeit gibt, die der bewusste Wille auslösen kann, als die Erkennung und Anerkennung der Ich-Bin-Gegenwart. Auf vielen tausend verschiedenen Wegen der Wahrheitssuche bemühen sich die Menschen um größeres und weiteres Verstehen. Doch jeder dieser Pfade führt zu dem Wissen, das ihr nun durch ein freundliches Vorrecht erfassen und benutzen dürft. Jede Art Wissen oder Kraft ist vollständig wertlos, wenn sie nicht benutzt wird. Alle, die mit innigem Empfinden die Ich-Bin-Gegenwart anwenden und benutzen, werden, wenn sie wieder mit anderen Wissenswegen in Berührung kommen, im eigenen Wesen sehen und fühlen, wie unübertrefflich die Erkenntnis der Ich-Bin-Gegenwart alle anderen Wahrheitsgedanken überragt. Ich halte diese Tatsache zum Wohle der Schüler fest, damit sie die mächtige Wahrheit voll erfassen. Wenn sie sagen, ich bin, was immer ich wünsche zu sein oder zu gestalten, so setzen sie wirklich die mächtige Gegenwart und Kraft Gottes, die Ich Bin, in sichtbare körperliche Tätigkeit. Diese Feststellung unterscheidet sich von jeder anderen Darlegung, die je in eine Gruppe von Worten gefasst wurde. Es gibt keinen anderen Satz, der tatsächlich solche Kraft in Bewegung setzt, einen gegebenen Zweck, auf den die gerichtete Aufmerksamkeit gerichtet ist, zu erfüllen, wie dieser mächtige Ausdruck. Aus diesem Grunde verband ihn Jesus, der Christus, mit den wichtigsten Darlegungen, die er machte. Wenn die Schüler, die unter dieser Strahlung stehen, über die Worte Jesu nachsinnen, in Klammern meditieren, oder sie innig betrachten auf seinen persönlichen Strahl, der zu ihnen kommt, so wird es ihnen helfen, die Fülle, das Erstaunliche dieser Sache rascher zu erfassen. Ich möchte, dass jeder Schüler dieser Ausstrahlung sich fest im Bewusstsein hält, dass für diese Belehrung niemals eine Entschädigung verlangt wird. Es steht dem Schüler immer frei, aus Liebe etwas zu schenken, wenn sein Herz es anregt. Doch eine bestimmte Forderung zu stellen, würde unter dem Gesetz, durch dies die Lehren erteilt werden, das Tor unverzüglich schließen. Den Grund dafür kann ich heute nicht erklären. Es ist nicht, dass der Arbeitende nicht seines Lohnes wert wäre, doch dieses Schaffen untersteht einer gänzlich verschiedenen Tätigkeit des göttlichen Gesetzes, die ich euch eines Tages klarlegen werde.
Da ich das ernste, sehr verdienstliche Verlangen einiger Schüler fühle, sozusagen körperlich in diesen inneren Kreis oder diese Strahlung zu kommen, so will ich zu erklären versuchen, warum es nicht geschehen kann, so schön und liebevoll das Verlangen und die Ausstrahlung der geliebten Schüler auch sind. Diese beiden Geliebten, Schwester und Bruder, haben 30 Jahre eifriger, bewusster Vorbereitung auf diese Arbeit hinter sich. Der elektronische Kreis, in dem diese Ausstrahlung ihren Mittelpunkt hat, müsste gänzlich umgestellt und neu geordnet werden. Es könnte Jahre erfordern, um den Punkt zu erreichen, da die Ausstrahlung der anderen ebenso liebevoll und schön wäre. Jeder einzelne Mensch hatte seine eigene Ausstrahlung und Vibration. Während der unsichtbare Mechanismus, wie ich ihn nennen will, dieses Werkes auf eine Art sehr kraftvoll ist, so doch auf andere Art sehr empfindlich wie ein Schleier aus Sommerfäden. Ich versichere euch, geliebte Schüler, meine persönliche Gegenwart oder mein bewusst gerichteter Strahl sind immer da, wenn diese Geliebten, Schwester und Bruder diese Lehren erteilen. Hier möchte ich euch nahelegen, dass es für Schüler unter dieser Strahlung niemals weise ist, diese Lehren wörtlich weiterzugeben an solche, die noch nicht unter dieser Strahlung stehen. Mündlich, Auszüge oder Gedanken können anderen zu ihrer Hilfe vermittelt werden. Doch hoffen wir, es werde niemand sich das Unglück bereiten, zu behaupten, er sei berechtigt zu einer Herausgabe, wenn er dazu keine Erlaubnis bekommen hat. Dieser Mitteilungsweg muss immer rein und lauter und von jeder Selbstsucht freigehalten, und diese Lehren dürfen niemals geschäftlich ausgebeutet werden. Die Art des Gebrauches der Lehren wird von Zeit zu Zeit klargelegt, und wer sich aufrichtig daran hält, mit innigem Empfinden und Vertrauen, der wird, ob als Schüler oder Lehrer, zu solch unüberwindlichen Magneten für die Reichtümer Gottes werden, dass keinerlei Bedürfnis bestehen wird, die Lehren zur Sicherung des eigenen Lebensunterhaltes in den Handel zu bringen. Wenn er sich bewusst ist, auch wenn er zuerst die Bedeutung nicht voll erfasst: Ich bin der allgegenwärtige, unbegrenzte Vorrat von Gottes Reichtümern, die mir zur Verfügung stehen. Der wird früher oder später zur vollen Überzeugung dieser mächtigen Wahrheit gelangen. Ich habe volles Verständnis dafür, wie wichtig dem Einzelnen der geldliche Unterhalt zu sein scheint. Doch sage ich euch, geliebte Schüler, diese vermeintliche Stütze ist immer nur wie Flugsand, bis ihr beginnt, die Ich-Bin-Gegenwart bewusst zu benutzen, als euren allgegenwärtigen, grenzenlosen Vorrat, sei es an Geld, Liebe, Verständnis, Licht oder Erleuchtung. So versucht denn die volle Überzeugung der Strahlen dessen, was ich euch gebe, zu empfangen, damit ihr es mit sicherem, unerschütterlichem Bewusstsein anwenden könnt und es euch auf ewig von allen geldlichen Bemühungen befreien wird. Ehemals habe ich gezögert, euch diese wirklich endgültige Anwendung oder die Erklärung dieser Anwendung zu geben, doch euer ernstes Verlangen hat sie nun vorangetrieben. Ich schicke damit eine gewisse besondere Strahlung, die euch befähigen wird, das mit unbedingtem Vertrauen zu benutzen.
Jeder Schüler sollte sich immerfort daran erinnern, dass er nur durch bewusste Anstrengung sein Gemüt in Frieden halten kann, damit diese innere Kraft ungehindert durchzuströmen vermag zur Erfüllung seines Wunsches. Als Kind in der Schule wurden euch verschiedene Aufgaben zur Lösung vorgelegt, zum Beispiel beim Rechnen. Zugleich wurden auch die Hilfsmittel geliefert, diese Arbeit auch leisten zu können. Machet ihr die Anwendung nicht, wie sie euch gelehrt wurde, so konntet ihr natürlich keine richtige Antwort geben. Folglich versuchet ihr immer wieder, bis eure Antwort stimmte. Wusstet ihr nicht, wie vorzugehen, so fragtet ihr den Lehrer, und er erklärte es euch. Genau so ist es mit dem, was euch hier gegeben wird. Diese Anwendung hat noch nie versagt und kann auch nicht versagen. Sie bringt euch jede Sache, auf die ihr eure Aufmerksamkeit richtet, sofern ihr die Anwendung entschlossen weiterführt und dabei verharrt, bis die Ergebnisse sich in euren Händen, in eurer Gegenwart befinden. Lasst mich hier eure Aufmerksamkeit auf eine machtvolle Erklärung richten, die Jesus, der Christus, euch in seinen eigenen Worten gab. Unter all den Belehrungen, die er auf den verschiedenen Wegen empfing, und ich sage euch, viele waren sehr erhaben, war es nur seine Lehre, gewissenhaft angewendet, die ihm endlich von innen her offenbarte, was seine vielen erstaunlichen magischen Worte sagen, deren eines lautet: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Diese Erkenntnis benutzte er, und es befähigte ihn, den Menschen das Beispiel zu geben, das durch alle Jahrhunderte dauern wird. Was ihr auch vom Weltall, von der allwissenden Gegenwart erlangen möget, benutzt ihr dabei die Worte Ich bin, so müssen sie auch die gleichen bestimmten sicheren Ergebnisse bringen wie Jesus, wenn er erklärte: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Versucht ernstlich, die mächtige Wichtigkeit dieser Feststellung zu fühlen. Lasst mich euch hier warnen und euch mit großem Nachdruck versichern: Wo und was ihr auch sein mögt, wo ihr in eurer Entwicklung auch steht, macht ihr eine Anwendung mit den Worten Ich bin, so muss sich sicher das derart Erstrebte erfüllen, wenn ihr mit unerschütterlicher Entschlossenheit daran festhaltet. Geliebte Schüler, ich fühle die große Liebe, die ihr mir zuschickt, und meine Antwort darauf bleibt niemals aus. Gebt eure große Liebe und Verehrung immer zuerst eurer eigenen Ich-Bin-Gegenwart, dem Meister selbst. Manche von euch machen wundervolle Schritte. Schreitet weiter, die Gewissenheit im Herzen und immer im Bewusstsein: Ich bin die erobernde, sieghafte Gegenwart in jedem Vollbringen, das ich mir wünsche. Ich bin die Gegenwart immer da, in jedem Verlangen und meiner Erfüllung. Es gibt keinen Gemütszustand, der so fest die Türe verschlossen hält vor einer Sache, die ihr erstrebt, als ein Gefühl der Bedrängnis. Die richtige Haltung erklärt freudig: Ich bin die Gegenwart, die mich befähigt, mit den inneren Sinnen zu sehen oder zu hören, und die zu keiner Zeit gestattet, dass das eigene Selbst gestört werde, weil ein anderes Selbst eine Kraft verwendet, die von meiner eigenen verschieden ist, sondern dass ich mich darüber freue.
Der Lehrer oder Schüler sollte rasch begreifen, dass keine Unwissenheit äußerer verständlicher Tätigkeit je Kraft haben sollte, ihn zu stören, auch dann nicht, wenn sie gegen ihn persönlich gerichtet ist. Wendet euch jederzeit an eure eigene Ich-Bin-Gegenwart und verlangt den Plan, den ihr befolgen sollt, klar zu erkennen und zu sehen. Die Bilder und Lehren des Meisters sollen von den Schülern als heilige Dinge betrachtet werden. Haltet euch immer an das alte Wort: Wissen, Wagen, Handeln und Schweigen. Denn wenn Schüler beginnen, diese Dinge mit unfreundlich eingestellten Leuten zu besprechen, so zerstreuen sie die Kraft, statt dass sie diese zu ihrer eigenen Erleuchtung in sich festhalten. Ich sage es mit der eifrigsten Kraft meines Wesens: Lasst den Schüler nie vergessen, dass es unmöglich ist, einen Wunsch oder eine Absicht selbstischer Art zu haben und zugleich sich an die meisterliche Gegenwart des Ich Bin zu wenden, um Liebe, Weisheit, Kraft und Erleuchtung zu empfangen. Als Beispiel möchte ich erwähnen, und ich weiß, er wird nichts dagegen einwenden, dass dieser gute Bruder der einzige Schüler ist, den ich je gekannt habe, der jene treibende Kraft vollständig beherrschte, so dass sie zum Lehrer wurde, der sich auf dem Pfade des Aufstiegs immer weiter behauptet. Es ist nicht, dass das Verlangen unwürdig wäre, doch in sehr vielen Fällen versuchen die Schüler, es zu früh zu stellen, bevor sie innerlich genügend gekräftigt sind, jedem Hindernis erfolgreich zu begegnen. So werden sie dauernd entmutigt, noch weiter sich zu bemühen, und dieses vereitelt die Erreichung des wunderbaren Zieles, das später leichter gelungen wäre. Die wichtigste Sache im Leben des Schülers ist, seine eigene, mächtige Ich-Bin-Gegenwart geduldig zu lieben und zu verehren, bis er so sicher in ihr verankert ist, dass er jederzeit durch sie gefestigt wird. Ein Störenfried kann in einer Stunde mehr Schaden anrichten, als ihr euch vorstellen könnt. Wer so weit gebracht werden kann, einmal ernsthaft die Ich-Bin-Gegenwart zu benutzen, wird nie mehr rückfällig werden. Ich bin entschlossen, die Ich-Bin-Gegenwart vor den Schülern festzuhalten, damit sie erkennen, dass sie eine mächtige Intelligenz, Kraft und Liebe benutzen und dass sie diese in Tätigkeit setzen. Jesus aus seinem eigenen Willen verkündigte den Schülern den Weg, den er gegangen ist zur Überwindung des letzten Feindes. Es braucht gewaltige Kraft, euch zu behaupten. Nichts kann euch in der äußeren Tätigkeit dauernden Erfolg bringen, ausgenommen die bewusste Anwendung der Ich-Bin-Gegenwart. Steht hart wie Diamanten gegen jedes Ding, das euch ablenken könnte. Sagt euch oft: Ich weiß, was ich tue, und ich tue es. Es mag sein, dass ihr bisweilen sehr kräftige Worte sprechen müsst, um euch jeder Einmischung zu erwehren, doch dieses soll euch nicht berühren. Entschließt euch, was ihr tun wollt, und dann sagt: Ich bin die Gegenwart, die dieses tut. Die Benutzung des Ich Bin verhütet jede Störung des Gleichgewichtes. Ich Bin ist das Allgleichgewicht, weil es die Kraft und beherrschende Intelligenz aller Vollkommenheit ist. Ihre eigentliche Tätigkeit erzwingt, in Klammern erringt, das Gleichgewicht. Der Ich-Bin-Befehl ist die Tätigkeit der Sache, die bereits besteht, und treibt sie in die äußere Verwirklichung.
Es gibt nun mehrere in Amerika, die, wenn sie wie Jesus sagten, ich bin die Auferstehung und das Leben, und Tag um Tag danach lebten, ihren Leib so sicher erhöhen würden, wie es eine Welt gibt. Ihr könnt nicht die Worte Ich bin zusammen mit einer Sache benutzen, ohne zugleich die Kraft zu ihrer Verwirklichung daran zu koppeln. Weitere Umstände können das geistige Wachstum eines Schülers verzögern. Wenn der Ehegatte mit seinen Bemühungen nicht einverstanden ist oder wenn er sich von außen beeinflussen lässt. Ihr habt eure Ich-Bin-Gegenwart, die Allintelligenz bedeutet. So macht euch unempfindlich gegen alle Einflüsterungen, in Klammern Suggestionen, seien sie gut oder böse. Später werden wir eine ganze Rede der weisen Behandlung des Psychischen widmen. Es gibt nicht einen unter 10.000, der versteht, dass das Erwachen des Sehens in die psychische Ebene nicht eine geistige Sache ist. Wenn Menschen beginnen, auf der psychischen Ebene zu sehen, so benutzen sie nur die gewöhnliche Sehkraft in etwas ausgeweiterter Form und wissen es nicht. Im psychischen Reich bieten die vorgebrachten Einflüsterungen gerade genug Wahrheit, um das Interesse zu verankern und die Aufmerksamkeit festzuhalten, bis die psychischen Kräfte die Person fest in ihrem Griffe haben. Es ergibt sich immer durch die Bezauberung mittels der Wundererscheinung, in Klammern Phänomene. Wer dagegen die Aufmerksamkeit auf die Ich-Bin-Gegenwart richtet, der wird in ihre Fülle gezogen. Die Bewohner der Elemente werden für alle Tätigkeiten der Natur benutzt, doch sie verhüten nicht, dass auch andere Kräfte sich auswirken, und sie sind nicht die einzigen Tätigkeiten in der Natur. Es gibt Zeiten, da die großen kosmischen Wesen ihre Aufmerksamkeit der Natur zuwenden. Jeder Gedanke, der durch ein aufgestiegenes oder kosmisches Wesen ausgeschickt wird, enthält in sich eine vervollkommnete Form. Will die Idee eines solchen Wesens zum Beispiel Schnee zur Gestaltung bringen, so würde dieser die Vollkommenheit annehmen, die im Gedanken des hohen Wesens liegt. Denn jeder Gedanke trägt Form in sich. Sage, ich bin die Gegenwart, die in diese Tätigkeit eintritt und sie meinem äußeren Bewusstsein offenbart. Dadurch erhielte das äußere Gemüt die volle innere Tätigkeit und würde sie in eure äußere Tätigkeit bringen. Wenn Menschen auf die psychische Ebene treten, wird jede Sache verzerrt und sie haben keinen bestimmten Beweis für die Wahrheit. Jene Wesen auf der psychischen Ebene, die versuchen, andere unter ihre Herrschaft zu bringen, beginnen Prophezeiungen vorzulegen. Dieses ist etwas vom Ersten, was sie tun. Niemand kann einem Sendboten des Lichtes Widerstand bieten, ohne die Rückwirkung auf sich selber zu ziehen. Denn das Licht stößt alles zurück, das nicht ihm selber gleich ist. Segensspruch: Aus der Fülle deines mächtigen Reichtums, o mächtiges Ich Bin, fühlen wir deine flutende Energie, fühlen wir deine umfassende Liebe, fühlen wir deine erhöhende Gegenwart, die uns in deine Vollkommenheit vortreibt. Wir fühlen deine herrliche Gegenwart in deinen mächtigen Mantel des Friedens einhüllen, der uns befähigt, vollkommene Selbstbeherrschung stetig zu üben und uns in deiner mächtigen Vollkommenheit hält, damit wir jetzt deine mächtige Gegenwart zu offenbaren vermögen.